Hey, heute ist der 24.12.24 und damit ist also heute Weihnachten und morgen, wenn der Film rauskommt, dieses Video, dann wird der 25. sein und viele werden vielleicht im Fernsehen sich Filme ansehen und ich dachte mir, da mache ich heute mal zu einem Film ein kurzes Video, das ein Film, der sehr schön ist und der sehr lustig ist, sehr, sehr unterhaltsam ist, nämlich Und täglich grüßt das Murmeltier. Ein Film, der witzig ist, spannend und eine tiefere spirituelle Bedeutung hat, wie ich mir es selbst habe jüngst sagen lassen. Ich habe den Film viele Male gesehen, vielleicht vier, fünf Mal, und habe den Film selber immer sehr genossen, weil es aus meiner Sicht ein interessantes geistiges Experiment ist. Was wäre, wenn man nun immer in demselben Tag gefangen wäre und man wüsste irgendwann ganz genau Bescheid, wie alles läuft und könnte dann dieses Wissen adaptierend optimieren. Man würde also alles genau so machen, dass alles funktioniert und man hätte also die Weisheit, die man eigentlich sich für sein Leben wünscht. Und im Grunde genommen ist das genau so, wie es ja auch gemeint ist. Also im übertragenen Sinn, auf den Buddhismus bezogen, wäre das also der Zyklus des Samsara. Die Vorstellung, dass man also in einem Zyklus gefangen ist aus Leben, aus Geburt, Leben, Tod, der immer wieder neu startet und wo man also immer wieder neu geboren wird und diese Scheinwelt des Samsara erleben muss. Und die Scheinwelt des Samsara zu überwinden, ist im Buddhismus ein großes Ziel, denn das Samsara ist auch verbunden mit viel Leid, mit Anhaftungen. Und Anhaftungen sind also Bezogenheiten, die man immer hat auf diese Scheinwelt. Und diese Scheinwelt zu überwinden bedeutet, dass man das Nirvana erreicht. Das Nirvana ist diese geistige Stufe, die erkennt, dass das Samsara nur eine Scheinwelt ist und dass hinter dieser Scheinwelt eine Leerheit ist. Ich hatte ja in diesem Kanal des Öfteren schon mal oder eigentlich immer gesagt, dass ich also als Spiritualist, als jemand, der an das Nichtvorhandensein von Materie glaubt, dem Buddhismus nahestehe und sage, dass Materie ein Produkt des Geistigen ist und nicht, wie wir im Materialismus glauben, eine vom Geistigen unabhängige Instanz, die außerhalb und unabhängig des Bewusstseins existieren würde. Und so gesehen ist also der Film, der mit Bill Murray ist. Bill Murray ist der Star, ein amerikanischer Schauspieler, der übrigens selber Buddhist ist. Und in dem Film spielt der Bill Murray einen Fernsehjournalisten namens Phil Connors. Und dieser Fernsehjournalist kommt in einen kleinen Ort namens Punxsutawney im Nordosten der USA und dort wird jedes Jahr der Groundhog Day gefeiert. Ein Tag, an dem ein Murmeltier seinem Bau entnommen wird und man fragt dieses Murmeltier, wie lange der Winter noch dauert. Und je nachdem, wie das Murmeltier reagiert, nimmt man dem, ob der Winter noch sehr lange dauert oder nicht. Das ist natürlich einfach eine Spielerei und der Film hat den Namen einfach deshalb, weil der Bill Murray dann schließlich in einer Zeitschleife steckt und den Groundhog Day jeden Tag neu erlebt. Und man hat also diese Parallele oder diese Parabel zum Buddhismus, in dem der Bill Murray bzw. Phil Connors in dem Film den Tag immer wieder erlebt. Und das ist also quasi wie diese Wiedergeburt innerhalb des Samsara, dass man also in jedem Leben immer wieder mit denselben Problemen konfrontiert wird und immer wieder diese, diese Phase des Leidens auch durchmachen muss, so lange bis man irgendwann die
Erlösung in Form des Nirvana erreicht. Und in dem Film, und ich hatte jetzt neulich mal ein Video gemacht über Wiedergeburt, und man könnte das jetzt auch so sehen, dass es im Grunde genommen ja in jedem Leben auch tatsächlich so ist, denn du schläfst jede Nacht, du bist also, wenn man so will, entkörpert, du erinnerst dich nicht, und dann am nächsten Tag erlebst du eigentlich im Wesentlichen das, was du jeden Tag erlebst, wieder. Denn das Leben besteht ja mehr oder weniger aus Routinen, und du machst eigentlich das, was du gestern gemacht hast, heute wieder, mit derselben Attitüde, mit denselben Gewohnheiten, mit denselben vertrauten Dingen, die du tust. Und ein Wandel tritt, wenn überhaupt, in sehr langsamer Form und allmählich ein. Und so gesehen hat also der Film schon von daher eine ganz ähnliche Struktur wie das, was man ja tatsächlich auch erlebt. Und nun geht es aber in dem Film unterschwellig um etwas, was im Buddhismus sehr wohl bekannt ist, nämlich diese geistige Reifung und das Überwinden des Samsara. Und in dem Film ist es also so, dass der Phil Connors, dieser Fernsehjournalist, also, der ist zu Beginn des Films ein ziemliches auch zu seinen mit, zu seinen Kollegen, zu seinen Mitmenschen. Er betrachtet die Welt, die ihn umgibt, als Mittel zum Zweck seines eigenen Fortkommens und Weiterkommens. Und er instrumentalisiert alles und kann keine wirkliche Fröhlichkeit empfinden, denn er ist sehr, sehr zynisch, und auch der Groundhog Day ist für ihn eher eine Art Witz als ein einfach fröhliches Zusammenkommen von Leuten. Man kann also diesen Weg oder den beginnenden Weg, den der Phil Connors da vor sich hat, als beginnend in einem Fegefeuer sehen, das ihm Gelegenheit gibt, die Lehren anzunehmen, die letztlich dazu führen würden, dass er das Nirvana erreicht, dass er so diese Weisheit erlangt, worin der Zyklus des Samsara besteht, worin die Scheinwelt des Samsara besteht, und er erlebt es als einen täglichen Kampf, beispielsweise, dass nur kaltes Wasser aus seiner Leitung kommt in der Wohnung, die er gemietet hat, und das ist eigentlich unklar, warum das so ist, aber er hat immer nur kaltes Wasser. Er befindet sich in einem materialistischen Modus der Gier und des Habenwollens, und er will einfach in seiner normalen Art verschiedene Dinge haben. Er will beispielsweise Geld haben, er will mit Frauen bekannt werden, die ihn dort umgeben, und er spricht also verschiedene an und kriegt doch meistens eine Abfuhr, beziehungsweise hat, wenn überhaupt, ein sehr oberflächliches Vergnügen daran, und verzweifelt innerhalb dieses Zyklus dann immer mehr und versucht sich an einer Stelle des Films mit einem geklauten Lastwagen, den er in eine Schlucht fährt, umzubringen. Und dennoch wacht er am nächsten Morgen wieder in seinem Bett auf und ist bereit, wieder den Groundhog Day zu erleben, wie jeden Tag. Und er begreift also, dass seine Sterblichkeit nur den Körper betrifft und dass der Geist etwas ist, das ewig weiter besteht. Und er ist also weiterhin in diesem Zyklus gefangen. Er kann sich umbringen, wie er will. Und in dem Moment denkt er, er wäre Gott, und hat an der Stelle noch nicht begriffen, dass da natürlich diese göttliche Komponente ist in jedem von uns, auch in ihm. Aber dass er selber nicht Gott ist und auch nicht über den Dingen steht, sondern dass die Lehre darin bestünde, mit dieser Welt des Samsara in einer guten und fruchtbringenden Art und Weise umzugehen. Es gibt auf dem Weg der Läuterung und des Lernens für diesen Phil Connors diesen Zeitpunkt, wenn er einen Geldtransporter sieht und
er braucht ja Geld für seine diversen Unternehmungen, die er machen will. Und er nimmt, er möchte von dem Geldtransporter einfach so einen Geldbeutel wegnehmen. Und er hat die ganze Zeit in dem Film die Schwierigkeit, dass er das nicht tun kann, ohne verhaftet zu werden. Und an einer Stelle des Films kommt es dann einfach so, indem er die Erfahrung von vielen Tagen nimmt und die Sekunden zählt, dass er genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Geldbeutel geht, wenn die Wachleute gerade mit etwas anderem beschäftigt sind. Und er nimmt den Geldbeutel und geht damit einfach weg, ohne angehalten zu werden und ohne dass es in diesem Augenblick überhaupt jemand merkt. Und das ist in dem Film der Zeitpunkt, wenn er die materialistische Welt meistert und aber immer noch nicht die Weisheit erlangt hat, um die es eigentlich beim Erkennen dieses Samsara geht. Das ist aber der Beginn einer Erläuterung. Er fängt schließlich und endlich an, Bücher zu lesen. Er fängt an, anderen zu helfen und damit auch sich selbst zu entwickeln. Er fängt also an, zum Beispiel Klavier zu spielen und er hilft einem Obdachlosen, der also jahrzehntelanger Trinker ist und am Ende des Tages immer stirbt. Und er hat in den vergangenen, immer wiederkehrenden Tagen immer versucht, diesen Bettler zu retten und ihm das Leben zu verlängern. Aber in diesem Prozess der Bewusstwerdung versucht er dann irgendwann nicht mehr, ihm das Leben zu retten, sondern er versucht, seine letzten Stunden einfach ein bisschen schöner zu machen. Und er nimmt die Dinge, dieses Samsara einfach als gegeben hin und versucht ohne besonderen Grund oder ohne damit einen Zweck zu verbinden, den Leuten, die ihn umgeben, zu helfen, ihre Stunden zu verschönen, ihnen damit selbst auf ihrem Weg, und das ist dann wieder dieses Buddhistische, ihnen selbst auf ihrem Weg der Erkenntnis ein Stück weit weiterzuhelfen. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wenn dieser Phil Connors diese Weisheit erlangt und wenn schließlich und endlich der immer wiederkehrende Groundhog Day für ihn endet und er schließlich an einem neuen Tag aufwacht. Und das Wasser, das aus der Leitung kommt, ist plötzlich warm und nicht mehr kalt. Und das alles kam nicht zuletzt durch die Liebe zu einer Frau zustande, die er die ganze Zeit erobern wollte und die letzten Endes auf seine oberflächlichen Bemühungen, etwas vorzuspielen, was er dann am Ende aber dann doch nicht war, nicht reingefallen ist und sich ihm verweigerte, bis er dann schließlich eines Tages tatsächlich vom Herzen her die, wie soll man sagen, dass er sich selber versucht hat, sich selbst zu verbessern und nicht die Welt zu ändern oder die Welt auszunutzen. Und das ist also der Tag, an dem er diesen Kreislauf, diesen ewigen Kreislauf des Samsara verlassen konnte. Ich will es damit erstmal genug sein lassen, bedanke mich und wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest und schöne Feiertage ganz allgemein gesehen. Alles Gute euren Lieben und bis bald. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.